So, hallo meine Lieben, hier bin ich nochmal, denn ich muss euch ja noch die Sound zeigen von dem Mondzepter. Ich hatte ja keine Batterien, die musste ich ja erst holen. Aber ich muss sagen, die Batterien sind sehr elegant versteckt, nämlich hier hinten. Hier ist der Lautsprecher und hier drin, hier hinten sind die Batterien. Also da ist dann noch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit einer Hand abkriege. Also man kriegt es auf jeden Fall sehr schwer ab. Ich gehe davon aus, dass dieser Deckel nicht so schnell verloren geht wie der anderen Zepter. Jedenfalls sind hier hinten die 3 Knopfzellen drin. Man muss die mit einem Schraubenzieher aufdrehen, also das Fach aufdrehen und dann die Batterien reinstecken, dann wieder zudrehen und dann den Deckel wieder drauf. So. Und dann finde ich ja sehr elegant gelöst. Das Mondzepter hat ja verschiedene Sounds. Einmal mit Stimme, einmal ohne Stimme. Und dann natürlich auch einmal den Sound von dem Zepter mit Silberkristall, von dem Zepter ohne Silberkristall. Und ich habe mich zuerst gefragt, wie machen die das, dass man so viele Sounds drin hat? Und es gibt nur einen Knopf, nämlich den hier. Und der spielt dann, wenn man drauf drückt, die Sounds ab. Ich habe jetzt momentan den Silberkristall drin. Dann hört sich das Ganze so an. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal ohne Stimme. Und zwar nämlich, wenn man hier unten an dem goldenen Ding hier dreht. Dann blinkt das kurz auf. Dann hat man den Modus gewechselt. Ohne Stimme. Und es funkelt und leuchtet natürlich alles wunderbar. Und dann finde ich das sehr interessant gelöst. Man kann nämlich dann, wenn man hier drückt, an den Seiten fliegt der Silberkristall raus. Den stellen wir mal dahin. Und dann hat sich nämlich jetzt der Modus geändert. Wenn man jetzt nämlich drauf drückt, hört man genau hin. Na, habt ihr den Unterschied gehört? Dann das Ganze natürlich auch wieder, wenn man es dreht. Dann auch mit Stimme. Also ihr seht, ein ganz tolles Teil. Ich bevorzuge natürlich die Version mit dem Silberkristall drin. Den kann man ganz leicht wieder reinmachen. So, knack. Dann ist er auch schon wieder drin. So. Jetzt habt ihr auch die Sounds gehört. Jetzt kann ich das Video zusammenschneiden. Und das war mein Unboxing von dem Moonstick. Und ich freue mich schon sehr auf das nächste Unboxing. Das wird der höchstwahrscheinlich dieser Verwandlungsstift sein. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.